Wir reden über Kunst bei Art Talk, dem Kunstpodcast aus Saarlor Lux. Wir treffen KuratorInnen und KünstlerInnen dort, wo sie gerade ausstellen. Mit uns entdeckt ihr zeitgenössische Kunst und außergewöhnliche Kunsträume in unserer Region. Werdet Teil von Galeriegesprächen, Ausstellungseröffnungen und Finissagen. Art Talk hört ihr überall dort, wo es Podcasts gibt. Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuesten Kunstpodcast. Heute spreche ich mit François Schwamborn. Er ist Deutsch-Franzose, Jahrgang 84 und lebt und arbeitet in Saarbrücken. Er entwickelt Projektionen im öffentlichen Raum und Installationen für Events. Seine aktuelle Ausstellung heißt Ordnung und Chaos und ist noch bis Mitte Oktober in der Modernen Galerie in Saarbrücken zu sehen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören, eure Verena Feldbausch. Herzlich willkommen, François Schwamborn. Ich möchte mal direkt so anfangen zu fragen, was macht ein Mixed Media Artist? Also ein Mixed Media Artist ist eigentlich ein Künstler, der sich nicht nur mit einem Medium auseinandersetzt, sondern mehrere Medien einfach zusammenbringt, um Kunstwerke zu erschaffen. Und das sind also bei dir Video und Ton? Also bei mir ist es ursprünglich eigentlich Video und ich bin aber dann irgendwann dazu gekommen, Video als Lichtquelle zu benutzen, mit Hilfe von Projektoren, und dadurch ist es Video, Ton und Licht, ja. Im Endeffekt. Aber in letzter Zeit eben auch in Kombination mit Wasser und noch verschiedenen anderen Medien. Und machst du auch Zeichnungen eigentlich? Ja, also ursprünglich komme ich aus der Malerei. Also ich habe mich an der HBK mit Malerei beworben damals und Fotografie. Bin aber während des Studiums dann sehr schnell zu Animationen dann gekommen. Mhm. Genau, also du hast an der HBK in Saarbrücken studiert. Genau, ja. Und das Studium, da kannst du ja in verschiedene Bereiche reinschnuppern. Bist du dann auf Video und bist auf diese Medien dann quasi gekommen? War das so? Ja, genau. Das waren dann verschiedene Schritte im Endeffekt, die zum Teil mit meinen Interessen zu tun haben, aber zum Teil auch mit Zufall. Also wir hatten einen Professor, der künstlerische Animation gelehrt hat, Tamas Walitzki, der mich damals sehr interessiert hat, und dann habe ich angefangen bei ihm zu studieren und dann auch angefangen Animationen zu machen, zuerst ganz klassisch, und dann bin ich dann auf die Professur von Burkhard Detzler aufmerksam geworden, weil der viel Zusammenarbeit mit Künstlern aus anderen Sparten angeboten hat. Also da war ein Projekt mit zwei Pianisten, und da fand ich halt eben die Zusammenarbeit mit Musikern interessant. Mhm. Deine Ausstellung heißt Ordnung und Chaos und ist deine erste Einzelausstellung in der Modernen Galerie in Saarbrücken. Ja. Ja? Es sind dort zwei Arbeiten ausgestellt, eine Videoinstallation und eine analoge Arbeit, zu der wir gleich kommen. In den Videos entstehen ja immer wieder neue Bilder, die auch wieder vergehen. Sie haben so was Organisches an sich, finde ich, aber man erkennt nicht wirklich, wo eigentlich der Ausgangspunkt ist. In der Arbeit zum Beispiel in der Stadtgalerie habe ich noch gesehen, dass da Wasser ist oder Bäume oder Blätter oder sowas. Jetzt hier in der Modernen Galerie ist es schwierig für mich, ein Ursprungsbild zu sehen. Und begleitet werden sie von einer Musik, die komponiert ist von deinem Bruder. Genau. Das ist richtig, ja? Wie ist diese Arbeit entstanden? Also technisch, aber auch gedanklich. Was waren deine Überlegungen? Also gedanklich ist es für mich bei der Videoarbeit jetzt die Entstehung von sehr organischen Mustern, die eben aus der kalten Rechenmaschine kommen. Das finde ich halt sehr spannend. Einfach dieses Natürliche, was aus dem Künstlichen kommt letzten Endes. Wie das entsteht, ist einfach ein Prozess, der vielleicht irgendwie nicht sehr intuitiv klingt, aber das ist ein rekursives System. Was heißt rekursiv? Rekursiv ist, also in der Mathematik ist das eine Funktion, die sich selbst nochmal definiert. Also
Man hat zum Beispiel, also man kann sich das bildlich so vorstellen, dass zwei Spiegel gegenüberstehen und dann steht ein unendlicher Raum. Oder wenn man ein Mikro an einen Lautsprecher hält, entsteht so dieser Rückkopplungseffekt. Und das ist ein rekursives System. Das ist halt wie so ein Loop im Endeffekt. Und so funktioniert eben diese Videoarbeit auch. Man kann sich das wie einen kontrollierten Rückkopplungseffekt vorstellen. Für Bilder. Für Bilder, ja. genau. Ja. Okay. Du arbeitest als Videokünstler regelmäßig mit Musik. Wie passen für dich Kunst und Musik zusammen? Also das ist halt für mich einfach eine zusätzliche Ebene, die Arbeit unterstützt. Ja, ich bin ja ein Kind aus den 90ern und damals hat man ja irgendwie MTV und diese Videoclips und damals waren ja Videoclips irgendwie so das Ding eigentlich in meiner Jugend. Inzwischen ist das so ein bisschen verloren gegangen, habe ich den Eindruck. Es gibt immer noch Videoclips, aber es hat nicht mehr so diese Wichtigkeit, die es halt damals hatte. Trotzdem finde ich, dass Musik und Ton zusammen, wenn es wirklich symbiotisch zusammenwirkt, das nochmal die Kraft, die Musik oder vielleicht das Bild für sich allein genommen haben, wird nicht addiert, sondern ich glaube eher multipliziert. Und dein Bruder komponiert? Mein Bruder komponiert, ja. Ja, das ist natürlich auch eine sehr schöne Zusammenarbeit, könnte ich mir vorstellen. Ja. Ja, ich meine, das funktioniert in der Regel sehr gut, weil wir aus einem Guss sind, sozusagen. Und wir wissen, wie wir miteinander kommunizieren und wir wissen auch, was wir mögen, beziehungsweise was wir nicht mögen. Und haben, würde ich sagen, obwohl wir aus einem anderen Medium kommen, so einen ähnlichen Stil. Ja. Und was war bei deiner Arbeit, die jetzt in der Modernen Galerie zu sehen ist, zuerst da? War zuerst da die Musik oder die Idee? Oder wie ist das generell? Kannst du das sagen? Also hast du erst die Idee und entwickelst das Video und machst dann die Musik dazu? Oder wie ist da die Abfolge? Also in dem Fall war das Video zuerst da, aber das hängt halt immer vom Projekt ab. Okay. Ja. In dem Fall war die Musik, das Video zuerst da und dann wurde die Musik quasi an das Video angepasst. Aber es ist oft auch andersrum, dass quasi die Musik zuerst da und dann auf die Musik animiert wird. Und jetzt zum analogen Teil deiner Ausstellung. Ich beschreibe ganz kurz für die ZuhörerInnen, was da zu sehen ist. Also in einem abgedunkelten Raum kommen durch Lichtschlitze Tageslicht herein oder auch abends kommt da künstliches Licht rein. Und diese Lichtlinien spiegeln sich auf einem schwarzen Wasserbecken. Und durch Ventilatoren, die die Wasseroberfläche in Bewegung setzt, werden diese Linien auch in Bewegung versetzt und sie verschwimmen oder werden verzerrt. Wie bist du an diese Arbeit herangegangen? Was war da dein Ausgangspunkt? Also der Ausgangspunkt ist eben die Regelmäßigkeit auf der einen Seite und die Unregelmäßigkeit auf der anderen Seite und eben der gezielte Bruch von der Regelmäßigkeit. Mir geht es dabei also es ist ein konstruktivistischer Ansatz, das heißt, es geht darum zu hinterfragen, wie unser Wahrnehmungsapparat funktioniert, also konstruktivistisch deswegen, weil die Welt, so wie wir sie sehen, so wie wir sie wahrnehmen, ist eben das Ergebnis von einer Zusammensetzung unseres Gehirns von all unseren Wahrnehmungsorganen. Und dadurch entsteht unser Weltbild. Also jetzt, was das Sehen zum Beispiel betrifft, wird es ja durch die Augen dann halt. Aber das ist auch ein Zusammenspiel nicht nur von unserem Wahrnehmungsapparat, sondern eben auch ein kultureller, hat auch einen kulturellen Aspekt. Und der zentrale Punkt hierbei ist eben unser Gehirn, unser Gedächtnis dann eben auch, das eben alles zusammensetzt, aber eben auch durch
unsere Erfahrungen, unsere Werte und das, was wir gelernt haben eben, was irgendwo tief in uns drin steckt, beeinflusst wird. Auf dem Ausstellungsplakat zitierst du Nietzsche mit dem Ausspruch: Ich sage euch, man muss Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können. Wie viel Chaos steckt in dir und wie sieht dein tanzender Stern aus? Also in mir steckt sehr, sehr viel Chaos und ich glaube auch, dass, aber in mir steckt auch sehr viel Ordnung. Also ich denke, dass irgendwo die Balance dazwischen sehr wichtig ist. Ich habe aber gemerkt, dass Chaos eine Notwendigkeit ist, um kreativ zu sein. Und dass zu viel Ordnung und zu viel Einschränkungen die Kreativität tötet. Was sind deine aktuellen Projekte und wo können wir demnächst noch andere Arbeiten von dir sehen? Also aktuelle Projekte habe ich im Moment. Im Herbst habe ich ein paar Sachen, die anstehen. Also ich habe zum einen am Saarlandmuseum ein Projection Mapping geplant, Architekturprojektion im September im Rahmen von dem Apollon Festival. Und genau, da gibt es eine Arbeit in Saarbrücken von mir zu sehen. Dann sind dann noch 2, 3 andere Geschichten, und zwar in derselben Woche in Rehlkirchen, das ist noch in der Planung. Da ist ein kleiner Lichtkunstspaziergang. In Rehlkirchen ist ein kleines Dorf in der Nähe von Bielefeld. Okay. Und da kommen da so ein paar Lichtkünstler zusammen. Das wird ganz nett, glaube ich. Und dann habe ich im Oktober bei der Columina, das ist auch ein kleines Lichtkunstfestival in Köln, ein Mapping zusammen mit dem Künstlerduo Hartung und Trends und mit dem Kollektiv Xenorama aus Bremen. Und jetzt ist auch in der Planung, aber das ist noch nicht so ganz in trockenen Tüchern, eventuell noch eine Arbeit in Innsbruck. Oh, schön. Also zu der Arbeit Ordnung und Chaos. Also im Endeffekt geht es mir darum, den Wahrnehmungsapparat zu fordern und eben zu hinterfragen. Beziehungsweise den Wahrnehmungsapparat also an seine Grenzen zu bringen. Und es geht mir auch darum, dass man eben dass man eben an die Grenze seines Wahrnehmungsapparats kommt, dass man seine Weltanschauung hinterfragt. Also ein Aspekt von der Arbeit ist ja auch, dass diese leuchtenden Linien, die entstehen ja durch Tageslicht, also es ist ja Tageslicht, was reinkommt. Und wenn man an diesen Linien entlang läuft, mit einer gewissen Geschwindigkeit und dabei nach draußen guckt, dann entsteht durch die Bewegung eigentlich ein Bild von dem, was draußen passiert. Und das entsteht eben nicht, wenn man stehen bleibt. So. Das heißt, wenn man in Bewegung bleibt, kann man durch die verschiedenen Perspektiven auf ein Objekt, kann man vielleicht das Objekt dann eben eher als Ganzes wahrnehmen. Die Bewegung durch die Objekte ist immer wichtig und aber auch, ich meine, bei der Videoarbeit einfach sich da hinzusetzen und das auf sich wirken zu lassen, finde ich. Ich meine, das hat ja auch für mich so eine ganz meditative Wirkung immer. Also ich kann da wirklich abschalten, wenn ich dann davor sitze und dann auch die Musik noch höre. Ja. Also das ist für mich, also da kann ich mich so in mich selbst begeben eigentlich. Ist das so das Ziel, oder? Also das ist es natürlich auch. Aber das Ziel ist es natürlich, dass man sich hinsetzt, dass man das auf sich wirken lässt, aber dass man sich halt auch drumherum bewegt. So. Also der Gedanke dahinter ist eben, dass man halt von seiner Perspektive, von seiner Weltanschauung etwas Abstand nimmt
und vielleicht die Weltanschauung von jemandem, der auf dem anderen Ende der Welt lebt und einen ganz anderen kulturellen Hintergrund hat, einnimmt, um eben auf ein Problem zu gucken. Ich denke, dass dadurch, also nicht, dass da jetzt die Wahrheit da drin steckt, so, aber dass da eben mehr Wahrheit drin steckt, eben wenn man halt mehrere Perspektiven einnimmt. Und das hat natürlich was mit meinem Hintergrund auch zu tun, dadurch, dass ich aus einem deutsch-französischen Haus bin, komme, also dass meine Eltern nicht nur aus einem Land kommen, habe ich eben zwei Perspektiven, die französische und die deutsche, die natürlich also im heutigen Weltgeschehen sehr eng beieinander stehen, aber trotzdem eben zwei unterschiedliche Perspektiven sind. Und ich glaube, dass es halt mit meinem Werdegang, also was für ein Mensch ich geworden bin, auch sehr viel zu tun hat. Ja, das auf jeden Fall. Also dass du hast einfach schon mal die beiden Kulturen, jetzt die deutsche und die französische, ne? Und die sind ja wirklich sehr unterschiedlich, obwohl wir ja jetzt in Europa leben und Deutschland und Frankreich jetzt in den letzten Jahren ja auch sich gut verstanden haben. Das war ja mal anders, aber ich finde das auch, das ist schon wahnsinnig unterschiedlich, was du da schon von diesen beiden Einflüssen einfach mitbekommst. Ja. Und wenn man jetzt überlegt, dass man jetzt aus Europa rausgeht, auf einen anderen Kontinent, das ist ja nochmal ganz anders, ja. Ja, das war so ungefähr, was ich sagen wollte. Ja, gut. Aber eigentlich noch viel mehr, aber auch irgendwo viel weniger. Also. Ja, es ist ja immer schwierig, auch dann die Künstler zu fragen nach der Bedeutung von ihrer Kunst. Ne? Also manche wollen das auch gar nicht so gerne beantworten. Ja, also es ist halt auch so ein bisschen, also Francis Bacon hat ja mal gesagt, wenn ich es in Wörter fassen kann, dann brauche ich es nicht zu malen. Und irgendwo finde ich das eigentlich eine ganz schöne Erklärung für das, was auch in mir vorgeht letzten Endes, weil ich habe eine Idee, was ich ausdrücken will und kann das aber so ein Stück weit auch in Wörter fassen. Aber letzten Endes ist es auch immer anders, je nachdem, wer fragt. Und es ist immer anders, selbst wenn es dieselbe Arbeit ist. Ich sage immer was anderes oder auf eine andere Art und Weise und habe immer so einen anderen Winkel, um irgendwie das zu erklären. So. Was mich auch noch interessieren würde, also ich habe ja bei der Saat hast du ja in der Stadtgalerie ausgestellt. Was war da deine Intention? Also bei der Saat war die Intention, und bei der Arbeit war das eine Ode an die Langsamkeit eigentlich. Also das waren ja Aufnahmen von Wasser, die ich sehr stark verlangsamt habe und die ich dann nochmal mit einem rekursiven System bestückt habe. Und da war die Idee, dass man eben, aber so ein bisschen dieser Gedanke ist auch in der Arbeit vom Saarlandmuseum drin, also dass man eben sich auch die Zeit nimmt, um die Details des Lebens einfach zu genießen, so. Weil also Wasserbewegung, Wasserreflexion, das sind ja Sachen, die, ich meine, wir haben einen Fluss, der durch die Stadt fließt und jeden Tag laufen wir dann vorbei und ich glaube, dass halt viele Leute da nicht drauf achten, was da halt eigentlich alles passiert in diesem Fluss, in diesen Reflexionen. Und ich bin da so ein Träumer, der dann halt gern da stehen bleibt und sich das dann gern anguckt oder filmt oder fotografiert. Und ich finde es für meinen Teil super spannend, was da drin passiert. Und man kann auch die Arbeit im Saarlandmuseum wie so eine schematische Darstellung von Wasserbewegungen sehen. Auch, weil dadurch, dass diese regelmäßigen Linien in sich reflektieren im Wasser und durch die Wasserbewegungen dann gebrochen werden, kann man eben auch die
die Wasserbewegung auf eine grafische Art und Weise lesen. Und das ist wie so ein Exzerpt aus der Natur. Und die Aufnahmen in der Stadtgalerie, war das also von der Saar? Also Nee. Nee. Wo hast du die gemacht? Die habe ich da war ich in der Künstlerresidenz in Niedersachsen, Meinersen, einem kleinen Dorf in Niedersachsen. Und da war überall Wasser drumherum, weil das ein ehemaliges Sumpfgebiet war und da waren ganz viele Kanäle und kleine Flüsse und so weiter. Ah ja. Ja. Und die Geräusche, die damals, die dazu kamen, das war auch so Regengeräusche, meine ich, oder? Ja, da habe ich Aufnahmen gemacht von, also da war die Soundebene war von mir, die habe ich damals gemacht. Und damals habe ich so kleine Bäche aufgenommen und aber auch hier Geräusche in der Badewanne. Und die habe ich dann wiederum auch stark verlangsamt. Und genau. Das war dann so ein kleines Experiment. Also ich bin da jetzt nicht so der Soundmensch. Normalerweise macht das mein Bruder. Ja. Und der lebt in Paris? Der lebt in Paris, ja. Naja, und arbeitet dort. Ja. Ah, schön. Ja, sehr, sehr inspirierende Stadt, finde ich. Also ich Paris, ja. bin da immer sehr gerne in den ganzen Museen und Ausstellungen. Und manche sagen ja, dass es die schönste Stadt der Welt ist. Da würde ich jetzt nicht unbedingt mitgehen, aber es ist wirklich, also, ich weiß nicht, oder man muss ja einmal nur am Louvre vorbeilaufen und da kann man sich ja nicht satt gucken von. Es ist schon sehr schön. Ganz herzlichen Dank, François Schwamborn. Und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid und wissen möchtet, wie François' Arbeiten in echt aussehen, dann nichts wie hin in die Moderne Galerie. Dort ist eine Ausstellung Ordnung und Chaos noch bis zum 13. Oktober zu sehen. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht und freue mich schon auf das nächste Mal. Eure Verena Feldbausch. Dir hat Art Talk gefallen? Dann hinterlasse 5 Sterne und empfehle uns deinen FreundInnen. Mehr Infos zu dem Podcast findest du in den Shownotes und in unserem Blog. Sei wieder dabei, wenn es heißt, wir reden über Kunst bei Art Talk, dem Kunstpodcast aus Salor Lux.